Hallo, mein Name ist Florian Schäfer, ich bin der Regisseur von Johnny Lonesome und führe euch ein wenig durch dieses Making-of. Hier im Haus Johnny haben die 2 Hauptdrehtage stattgefunden, die provisorisch mit Tesafilm angeklebten Tapeten haben für zusätzliche Spannung beim Dreh gesorgt. Hin und wieder hat sich eine verabschiedet. Und ich hatte auch noch einigen Spaß im Schnitt, das dann digital glatt zu bügeln, weil es sah dann doch teilweise etwas wüst aus. Ja, hier das mit der Leiter sieht zwar lustig aus, aber dann doch im Nachhinein, da hätte ich dann mal besser ein gescheites Klemmstativ verwendet. Naja. Die Vorproduktion, ja, da war alles noch recht entspannt. Cedric, der Hauptdarsteller, der den Johnny spielt, der war schon recht früh mit an Bord. Bolo Tie heißen diese Schnüre da, Krawatten, Cowboystiefel und ja, Western-Heftchen und so weiter. Wir hatten auch überlegt, könnte da irgendwo noch ein Pferd durchlaufen, so die typischen Neo-Western-Klischees. Die Autohaus-Szene, da hatten wir Glück, die Zusage von eBay Autobörse bekommen zu haben. Die waren da gerade noch am Einziehen an diesem Platz als neuer Besitzer. Ich finde, das ist ein schöner, cinematischer Stellplatz mit dieser schönen Ansicht in der Kurve, die wir dann für die Totale genutzt haben. Gimbal, also dieses Stabilisierungsdingens, was ihr da seht, das war für mich bei dem Dreh auch noch Neuland, ist also eher als Ersatz für einen Jeep, so einen kleinen Kran. Das sieht zwar beim Drehen immer super smooth aus und man denkt, wow, das ist ja mega stabilisiert. Aber dann war ich doch erstaunt, wie verwackelt das Endresultat dann immer noch ist. Das ist, vielleicht liegt es auch eher an meinen Künsten. Auf jeden Fall, wenn man damit versucht, irgendwie einen Dolly oder sowas zu imitieren, dann stößt man doch an seine Grenzen. Da waren wir etwas unschlüssig, wie weit wir mit diesem ganzen Western-Thema gehen sollten. Es sollte ja nicht zu albern sein, sondern irgendwie dann doch noch so ja, realistisch ins Jetzt passen. Und erst in letzter Minute und in den letzten Tagen haben wir uns dann zum Hut entschieden. Da dachte ich erst die ganze Zeit, nee, also Stiefel und so Polo-Tie, aber Hut nein. Jetzt ist der Hut drin und zum Glück, wie ich finde, weil ja, mit Hut sieht doch dann alles gleich viel besser aus. Hier die Kamera auf dem 6 Meter Lichtstativ für die Totale. Bestattung Klotz haben uns hier dankenswerterweise mit Leichenwagen und Bahre ausgeholfen. Ich hatte erst die Idee, dass die Bestatter im Hof, wenn sie die Leiche da raustragen, etwas fluchen sollen über das Chaos. Ich habe dann vor Ort gelernt, dass das wohl ziemlich unüblich wäre für Bestatter und eher ein No-Go, und habe ich es auch weggelassen. Ich glaube, es hätte dem Film auch jetzt nicht so viel gebracht. David, hier aka im Film Martin mit seinen Kletterkünsten, ich sag nur Frosch. Alexander hier bei der Vorbesichtigung, war beim Drehbuch, bei der ganzen Vorproduktion als Regieassistent insgesamt bei dem ganzen Film sehr beteiligt. Ja, mein wandelndes Filmlexikon. Was wäre ein Filmdreh ohne Nachtszenen? Die Tanzszene. Zum Glück gut vorbereitet, wie man hier auch in dem Probe-Handy-Video sieht. Die Choreografie hat Jakob ausgearbeitet und Cedric hatte die am Drehtag zum Glück 100% verinnerlicht. Das hat wirklich das Ganze sehr vereinfacht. Da hat alles gesessen, konnte die Szene von Anfang bis Ende einfach durchtanzen. Und wir haben die dann auch am Drehtag in einer guten Stunde runtergerissen, kann man sagen. Das hier war die zweite Szene, die wir gedreht haben. Wir haben also ganz und gar nicht chronologisch gearbeitet. Ja, und obwohl der Film ja eigentlich recht einfach ist, haben wir natürlich trotzdem Anschlussfehler produziert. Ja, wer sie jetzt findet, darf sie behalten. Nee, beide. Gut, dann wenig Nebengeräusche, das kriegen wir hin. Oh ja. Läuft.
Die Sterbeszene hat erstaunlich gut geklappt. Christi, die lange als Maskenbildnerin eingeplant war, hat sich kurz vorher so verletzt, dass sie sich ähnlich gut bzw. schlecht bewegen konnte, wie der Cedric hier spielt. Also habe ich in kürzester Zeit Ersatz gebraucht. Ich habe auch bestimmt mit mindestens 30 Maskenbildnern telefoniert und schlussendlich die Anja als Azubine in dem Bereich im Staatstheater Mainz gefunden. Ja, das war wirklich Glück in letzter Sekunde. Ich war schon kurz davor, den Dreh abzusagen, weil irgendwie ohne Blut und so als Minimum wäre es ja dann doch auch nicht gegangen. Der erste kurze Drehtag. Ja, wer hätte das gedacht? Der Teppich hat sich nicht von alleine bewegt. Und ist natürlich dann auch die Treppe runtergerollt in alle Richtungen, ja, wie man sich's denken kann. Und das mit dieser berühmten blauen Stunde, also das werde ich versuchen in Zukunft zu vermeiden und lieber künstlich zu leuchten, weil speziell im Herbst und Frühjahr ist die wirklich nur so 20 Minuten lang. Und innerhalb von denen verändert sich dann das Licht auch noch dramatisch. Also für entspanntes Drehen oder hier auch noch so erste Szene zum Warmwerden war es dann irgendwie nicht wirklich förderlich. Hat zum Glück trotzdem noch halbwegs geklappt. Das war auch ein Spaß, das Friedhofsmodell. Hier die Professional Pre-Visualization. Ja, ihr seht hier unser Wohnzimmer, ganz analog. Ja, aus Pappmaché, altem Kaffeepulver und sonstigem Müll gebaut. Dann fangen wir mal an, die Friedhofsszene zu drehen. Ja, wie sich das so gehört. Bei richtigen Special Effects wurde gespart, wo es nur geht. Erstmal ist alles Müll. Und zweitens sieht es natürlich nur aus der Kameraperspektive. Hier hatte ich gerade ein paar Arme zu wenig für den ganzen Regen, aber irgendwie ging es dann doch. Also 10 Stunden gebaut, eine halbe Stunde gefilmt und dann noch ein bisschen digital nachbearbeitet. So, der Premierentermin steht schon in einem Monat, aber wir sind noch nicht fertig mit der Aufnahme. Jetzt wird erstmal der Soundtrack eingespielt. Leider hat der Christoph an der Gitarre heute keine Zeit, aber David am Schlagzeug und ich am Kontrabass vollkommen außer Übung, zumindest auf meiner Seite. Sind gespannt, was wir da heute einfangen. Und der Martin unterstützt uns mit Soundeffekten und macht das Recording heute. Also baut sich was auf, finde ich. Bei den anderen baut sich nicht das so extrem auf wie jetzt bei denen. Genau. Es geht jetzt nicht darum, dass er metronomisch genau, also jetzt kein Popsong, ja, soll ja zum Film irgendwie. Das Metronom ist klar, ist cool, wenn wir drauf sind, aber und da, wo wir drauf sein müssen, sind wir eigentlich auch relativ drauf dann in dem zweiten Teil. Ja. Die Tanzmusik kam erst nachher. Also beim Dreh der Tanzszene haben wir das mit so einem MIDI-File gemacht. Also das war nur so ein recht steriles Gedudel, damit der Tanz auf jeden Fall im Takt ist und ich das dann schneiden kann. Und musiziert haben wir dann, wie ihr hier seht, im Nachhinein. Ja, lustig, was man aus den Instrumenten noch so für Geräusche rausholen kann. Ich hoffe, euch gefällt's, der Soundtrack und der Film auch und dieses Making-of. Viel Spaß beim Anschauen von Johnny Lonesome und vielen Dank euch allen Beteiligten für eure Unterstützung.